Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute ist Samstag und ich habe mir überlegt, morgen ist Sonntag und das heißt frische Brötchen. Und damit die ein bisschen gesünder sind als die letzten, werden wir heute eine Art Vollkornbrötchen backen. Da ist nicht nur Vollkornmehl drin, sondern auch etwas Weizenmehl. Nichtsdestotrotz kommen ein paar gesunde Körner hinein, ein bisschen Pinienkerne, ein paar Haferflocken und dann denke ich, wird das ganz gut bunden. Und damit die rechtzeitig fertig werden, fangen wir heute an. Ich schlage vor, wir gucken uns erstmal jetzt schnell die Zutaten an und danach beginnen wir den Vorteig zu machen und das Quellstück, denn die Körner müssen quellen, sonst kommt nicht genug Feuchtigkeit rein und die Brötchen werden trocken und das wollen wir natürlich nicht. Also, los geht's. Kommen wir zu den Zutaten für die Brötchen und die Vorgehensweise wird folgende sein. Wir werden einen Vorteig machen. Dazu habe ich hier schon 160 Gramm Weizenmehl abgewogen. Dazu kommt ein kleines Stück Hefe. Es soll sehr, sehr wenig sein, irgendwie 2-3 Gramm oder so. Also wir werden uns da einfach ein paar Krümel runterholen und die mit da reinbringen. Und 160 Gramm lauwarmes Wasser. Und daraus werden wir einen Vorteig mischen. Der muss dann über Nacht im Kühlschrank bleiben. Wenn wir den fertig haben, kümmern wir uns um das Quellstück. Das besteht aus den Körnern. Und dann nehmen wir diesmal ein paar Pinienkerne. Die probieren wir einfach mal aus. Ich habe keine Erfahrung, wie Pinienkerne in Brötchen schmecken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nussige Aroma sehr gut kommt. Dazu packen wir hier so ein paar Sonnenblumenkerne und ein paar Haferflocken, so Pi mal Auge, jeweils 40 Gramm. Und werden die in der Pfanne anrösten. Danach kommen die als Quellstück in Wasser. Und das sind hier so 200 Milliliter. Und 18 Gramm Salz kommen hinzu. Und das bleibt dann bis morgen früh im Kühlschrank und darf, wie der Name schon sagt, quellen. Und morgen früh werden wir dann hier aus diesem Mehl für den Hauptteig alle Zutaten zusammenbringen und den Brötchenteig fertig machen. Und der Hauptteig besteht diesmal aus etwas Weizenmehl, dann Dinkel-Vollkornmehl und Roggenmehl. Also das werden wir mischen, mit der Hoffnung, dass das eine wunderbare Zusammenstellung ist. Wir werden sehen. Gut. Ich würde sagen, wir legen los und beginnen, wie besprochen, den Vorteig zu machen. Okay, also wir werden jetzt erstmal hier so eine kleine Kuhle machen. Und dann klauen wir uns etwas von der Hefe. Hier sind 42 Gramm drin, das heißt, wir brauchen Pi mal Auge einen halben Würfel insgesamt. Die eine Hälfte, die verwahren wir uns schon mal für morgen früh. Also nicht ganz die eine Hälfte. So, und hiervon klauen wir uns etwas für den Vorteig. Das sollen so 2-3 Gramm sein, ich wiege das jetzt nicht ab. Wahrscheinlich sind das sogar ein kleines bisschen mehr, aber ich denke, das ist alles halb so wild. So, dann hole ich mir nochmal schnell einen Löffel. Und jetzt lösen wir die Hefe langsam in Wasser und vermischen die dann mit dem Mehl. So. Und das darf dann bis morgen im Kühlschrank quellen. Quellen ist das falsche Wort. Der Vorteig darf etwas reifen, würde ich mal sagen. Ist wahrscheinlich das bessere Wort. So. Also nicht wundern, falls die Kamera gerade wackelt. Ihr wisst es schon, der Hund ist wach geworden. Die hört, dass in der Küche was los ist. Und wenn in der Küche was los ist, fällt vielleicht ja was ab. Die kriegt von uns zwar nichts vom Tisch, grundsätzlich nicht. Aber es könnte ja sein, dass die Alten, die hier arbeiten, etwas tollpatschig sind. Und dass vielleicht was runterfällt und vielleicht das Kommando kommt, dass sie sich das nehmen darf. Diese Zufälle sollen ja schon mal vorgekommen sein. Und dann freut sie sich natürlich. Und deshalb kommt die immer mal wieder gucken, wenn hier jemand in der Küche aktiv ist, ob das vielleicht nicht zufälligerweise wieder passiert. So, das war's. Mehr machen wir hier auch gar nicht. Das heißt, diesen Vorteig, der kommt jetzt in den Kühlschrank. Ich werde jetzt noch Folgendes machen. Ich warte jetzt noch eine Stunde ab auf 2, dass der wirklich schön erstmal anziehen kann und die Hefe zu starten beginnt, bevor ich den reinstelle. Aber grundsätzlich könnte man den theoretisch auch sofort reinstellen. Also den stellen wir zur Seite und kümmern uns jetzt mal um das Quellstück. Dazu tun wir das Salz in das Wasser, die Haferflocken und die Sonnenblumenkerne und die Pinienkerne, die braten wir mal ganz schnell an und dann kommen die dazu.
Ich habe mir hier eine kleine Pfanne geholt und ich habe mir überlegt, ich mache hier noch ein kleines bisschen Butter rein. Erstens ist der Geschmack in den Brötchen bestimmt gar nicht so schlecht. Und zweitens kann ich dann auch die Körner besser anrüsten. So, während die Butter jetzt langsam schmilzt, wiegen wir mal die Saaten ab. Also es sollen 40 Gramm Haferflocken rein. Das ist eine ganze Menge für den kleinen Teller. So, es ist 43 geworden. Ein bisschen kleiner stellen, sonst ist das direkt verbrannt gleich. Dann sollen da 50 Gramm Sonnenblumenkerne rein. Das machen wir schon mal hier rein. So. 50 Gramm, gut, da sind noch ein paar andere. Ja, jetzt sind es etwas über 60 geworden, ist auch kein Problem. Und dann sollen da noch 40 Gramm Sesam und Leinsamen rein. Die haben wir jetzt natürlich nicht da, deshalb nehmen wir die Menge in Form von Pinienkernen. Das sind 50 Gramm. Das heißt, da das eine ein bisschen mehr war, nehmen wir uns einfach das ganze Paket. Und weil es so schön ist, machen wir noch einen Schwuppofen drauf. Gut, das rösten wir jetzt ganz vorsichtig an. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das nicht verbrennt. Das ist natürlich jetzt eine ganze Menge für diese kleine Pfanne. Heißt viel rühren, viel Hitze. Und dann schauen wir weiter. So, ich denke, das reicht schon. Ich weiß gar nicht, wie gut man das auf der Kamera sieht, aber gerade die Haferflocken haben ordentlich Bräune angenommen und auch die Pinienkerne, und ihr hört es ja auch. Das ist ausreichend zum Anrösten. Also die Röstaromen sind jetzt sicherlich enthalten, und jetzt werden wir das Quellstück noch schnell fertig machen. So, hierzu kommen die Saaten jetzt in das Wasser. Ihr hört es ja, die sind ordentlich heiß geworden. Es zischt ein bisschen. Und dann dürfen die quellen bis morgen früh. Kommen also, wenn sie abgekühlt sind, mit dem Vorteig in den Kühlschrank. So, und viel mehr könnt ihr heute auch gar nicht machen für die Brötchen, weil der Rest wird dann morgen früh fertiggestellt. Ihr müsst ungefähr Pi mal Auge 2 bis 3 Stunden morgen früh dann noch einplanen, wenn ihr die Brötchen so machen wollt. Denn der Hauptteig muss natürlich auch noch aufgehen. Ich habe schon überlegt, ob ich das nächste Mal ein bisschen anders mache und das einfach ganz morgens früh aufsetze und dann abends den Hauptteig ansetze und diesen über Nacht im Kühlschrank lasse. Das werde ich auch mal ausprobieren. Wenn ich weiß, was das Ergebnis ist, schreibe ich es euch in die Kommentare. Wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht, schlaft gut und freut euch auf die Brötchen. Es sind jetzt ungefähr 6 Stunden um und jetzt guck mal, wie das gegangen ist. Deshalb habe ich mir überlegt, wir machen das anders. Bevor ich jetzt morgen früh dann anfange, hier die Sachen zusammen zu mischen, werde ich das heute Abend machen und einfach ausprobieren. Denn auch die Körner sind relativ gut gequollen, also hier ist keine freie Flüssigkeit mehr drin oder nur noch ganz, ganz wenig, was dafür spricht, dass das alles aufgenommen wurde. Das heißt, wir kneten jetzt den Teig fertig und werden den bis morgen in den Kühlschrank tun. Dazu nehmen wir jetzt, also erstmal vermischen wir die Mehle, die unterschiedlichen, und dann machen wir uns eine kleine Kuhle und krümmeln als erstes die Hefe rein, die noch übrig ist. Und es war ja insgesamt ungefähr ein halber Würfel, Pi mal Auge, ich messe das nicht ab. Das ist nicht so kriegsentscheidend. So, dann lösen wir die erstmal auf. Und wenn wir die gelöst haben, dann werden wir den Vorteig mit hinzufügen und die Körner hinzufügen und den Teig fertig kneten. Und da bin ich mal gespannt, wie der von der Konsistenz ist. Das ist jetzt nicht mehr alles so ganz nach Rezept. So, treu dem Motto, wir sind ein bisschen vor der Zeit. Gut, ich denke, das reicht soweit. Kommt das jetzt alles in die große Schüssel. Der Vorteig kommt dazu, der ist nämlich hier super gegangen, wie ihr seht. Ich habe Angst, dass der mir heute Nacht den Kühlschrank überflutet. Und umfüllen will ich ihn jetzt auch nicht mehr. Deshalb kommt er jetzt da rein. Und die Körner natürlich auch. Und dann kneten wir das alles zusammen. Und je nachdem, wie es aussieht, also wir haben jetzt so rund 8 Uhr abends, werde ich noch vielleicht um 10, kurz bevor ich ins Bett gehe, noch einmal den Teig durchkneten oder durchwalken.
Oder umschlagen, glaube ich, heißt das. Und dann hat er die ganze Nacht Ruhe und darf fertig werden. So, bei dem Kneten, ich spule vor, das müsst ihr euch nicht antun. Okay, also ich würde sagen, ich lasse den Teig so. Der ist mir jetzt eigentlich noch ein bisschen klebrig. Aber ich denke, einmal, wenn der in den Kühlschrank kommt, der Kühlschrank entzieht Feuchtigkeit. Zum anderen, die Körner, die da drin sind, die entziehen dem Teig auch noch Feuchtigkeit. Deshalb lassen wir das jetzt so und gucken morgen früh mal, wie der sich so entwickelt hat. Und wenn alles gut geht, können wir da die Brötchen drauf formen oder wir formen ihn halt, oder wir füttern ihn morgen früh halt nochmal mit ein bisschen Mehl nach. Und dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Okay, dann sehen wir uns spätestens morgen früh. So, der Teig ist jetzt fertig geworden. Der stand jetzt die ganze Nacht im Kühlschrank. Und wie ihr seht, ich habe ihn schon mal angefangen zu kneten. Der ist ganz gut gegangen. Ist ein bisschen weniger Feuchtigkeit enthalten als gestern Abend. Ich glaube aber, dass mir das noch ein bisschen zu viel ist. Das heißt, ich werde ein kleines bisschen Mehl nachstreuen, um dann auch die Brötchen richtig formen zu können. Aber sonst sieht der schon soweit ganz gut aus. Ich habe jetzt nochmal das Weizenmehl geholt. Das kneten wir jetzt noch so ein bisschen ein. Gut, den lassen wir jetzt noch ich würde sagen, eine halbe Stunde gehen und warm werden. Und dann werden wir den zu Brötchen formen. Und dann geht es auch schon ab in den Backofen. So, also der Teig ist jetzt nochmal gegangen. Und zwar richtig gut. Und er ist wieder etwas klebrig geworden. Das heißt, ich fette den noch ein bisschen mit ein bisschen Mehl an. Ich denke, das reicht schon. Und dann formen wir daraus die Brötchen. Okay. Ich habe jetzt mal eine Waage geholt, damit die Stücke alle gleich groß sind. Die wiegen wir jetzt einfach kurz ab und teilen die auf und machen dann die Brötchen daraus. Genau, und so machen wir jetzt alle Brötchen, bis der Teig verarbeitet ist. Und dann dürfen wir noch 5 Minuten ruhen, gehen in den Backofen und wir sehen uns wieder, wenn die Brötchen fertig sind. So, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt aus der Hälfte von dem Teig tatsächlich ein Brot, weil das so viel war. Und die Brötchen sehen jetzt im Moment so aus, die sind nämlich schon draußen. Das Brot ist jetzt noch im Backofen. Wir nehmen uns jetzt mal eins und werden das mal aufschneiden. Also hat auf jeden Fall eine schöne Kruste bekommen und das hört sich schon mal ganz gut an. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So. Also ich würde sagen, es ist aufgegangen. Innen ist es schön soft und weich. Die Körner sind schön verteilt. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Vielleicht noch mal ein paar Bilder von den anderen, die hier rausgekommen sind. Ja, die sehen jetzt nicht aus wie vom Bäcker, ne? Aber dafür sind sie selbst gemacht. Und mindestens genauso gut und ohne irgendwelche Zusatzstoffe. So. Dann kommen wir jetzt mal zur Verkostung der Körnerbrötchen. Und ihr habt sie ja bereits gesehen, wie sie aussehen. Und ich würde sagen, wir probieren erstmal ein Stück ohne irgendwelchen Belag. Also, hat eine coole Kruste bekommen. Sehr knackig, sehr lecker. In der Mitte ist es sehr soft. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Denn die Frage der Körner, die sind tatsächlich sehr weich. Also das Einlegen im Wasser, denke ich, war da sehr wichtig und hat geholfen. Also das schmeckt sehr lecker. Und wir werden es jetzt, ich weiß, es gibt wieder ein paar negative Kommentare, aber mit Nutella probieren. Ich meine mit Nuss-Nougat-Creme. Und dann schauen wir mal, was das Sonntagsbrötchen, das Körnerbrötchen mit Nutella kann. Also, ist super lecker geworden. Wir fassen zusammen. Nehmt euch die Zeit, ist nicht viel Arbeit. Über Nacht im Kühlschrank lagern, morgens direkt backen, also formen, gehen lassen, backen.
bekommt ihr ein super leckeres Körnerbrötchen für den Sonntag. Das bisschen Aufwand, was ihr damit habt, lohnt sich. Macht das nach und gönnt euch ein echtes, selbstgemachtes Brötchen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und probiert das Rezept aus. Wer den Kanal nicht abonniert hat, macht das ruhig, ist völlig kostenfrei. Ich sage vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.